Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um den Ausbau des Motors. Die erste Frage, die mir der Mechaniker gestellt hat, ist, dreht er denn noch? Und wie ihr seht, ja, das tut er. So, und dann mal eine grobe Orientierung euch und natürlich auch mir für späteren Zusammenbau zu geben. Einmal hier die Teile, die ich identifizieren konnte an diesem Motor. Vorne links ist die Lichtmaschine, das runde Teil in der Mitte ist der Luftfilter. Unter der Lichtmaschine, das schwarze runde Ding, ist der Ölfilter. Dann kommt rechts daneben das Anlasserrelais und darunter natürlich der Anlasser. So, rechts die weiße Dose ist der Kühlmittelausgleichsbehälter. In der Mitte an der Holzwand ist der Dieselfilter. Links oben haben wir jetzt hier den Wärmetauscher. Und links an der Holzwand ist der Seewasserfilter. Hier unten ist der Auspuffausgang. Der rote Bautenzug ist der Gaszug. Unten der Zug ist der Motorstoppzug. In der Mitte haben wir hier die Dieselfilter und noch eine Dieselpumpe, glaube ich. Hinten links unten war das Getriebe zu sehen. Und hier das weiße Ding jetzt im unteren Bildbereich ist der Wassersammler. Ja, um mit dem Motor durchs Cockpit zu kommen, musste erstmal der Steuerstand demontiert werden. Dann haben wir noch mal kurz die Motorlager nachgemessen und ein Foto davon gemacht, um später wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt zu haben, wie der Motor verbaut ist. Nächstes Problem, das zu bewältigen war, ist, wie transportieren wir den Motor. Wie gesagt, 140 Kilogramm kann man nicht einmal so anheben. Also eine kleine Palette besorgt. Ein paar dicke Balken raufgeschraubt, 20 cm hoch, links und rechts genauso hoch wie eigentlich die Motorlager sind. Da passt der Motor dann genau in die Mitte und kann auch mit einem Stapler oder so aus dem Master entladen werden. Jo, wie kriegt man 140 Kilogramm durchs Blut gezogen? Mit 4 ordentlich festen Gurten natürlich. Einmal unten schön um die Motorlager, die am Motor dran sind, befestigt und um das Getriebe herum. Einmal schön nach oben geleitet, 2 Meter lang. Das war der Plan. Gemacht, getan. 4 Ecken, 4 Männer, 3 Zylinder. Zack, zack, hoch das Teil. Jo, 4 geile Typen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr in die Kommentare mal schreiben, wer der Geilste ist.
Jo, die 4 Motorlager nochmal. Schön sehen sie aus. Was macht man damit, war die Frage. Sandstrahlen ist das Einfachste. Nächste Frage ist, wie schützt man sie natürlich vor Feuchtigkeit? Lackieren. Und zwar mit der genau derselben Farbe, mit der ich auch die Bilge lackiere. Erst kommt natürlich hier Alkohol drauf, um das ganze Fett zu entfernen. Dann kommt ein 2K Epoxy Primer drauf. Schön umrühren natürlich. Richtige Mischungsverhältnis mit dem Härter einhalten. Als zweites dann die P2KPU Bilgefarbe, auch in weiß, weil weiß sieht man halt den Dreck immer so schön. Auch hier natürlich ganz wichtig, das richtige Mischungsverhältnis einhalten. Wer sowas auch vorhat, der findet unten in der Beschreibung einen kleinen Rabattcode von Behnke. Den könnt ihr, nachdem ihr die Bestellung abgeschlossen habt, auf der Homepage eingeben und dann kriegt ihr 5%. Vielen Dank an Behnke für diesen Support. Ja, ein Wiederaufbau beinhaltet am Anfang natürlich viel Putzen und Schleifen. Oh weh, Rost sagt man natürlich bei Aluminium nicht. Es oxidiert natürlich genauso, sieht nur ein bisschen anders aus, nämlich ist so ein weißes Pulver, was dann da entsteht. Und in der Bilge waren wirklich ein paar Löcher drin, als nicht durchgerostet. Aluminium ist ja 5 mm stark, aber so 1-2 mm waren die Pupse da schon drin. Also müssen wir uns als erstes mal ein Schweißgerät kaufen, was so früh noch gar nicht geplant war. Und die Löcher wieder zuschweißen. So mal nur, nach 2 Tagen Schweißen, auch Testschweißen natürlich, ganz viel davon, ist das Gerät direkt kaputt gewesen, musste eingeschickt werden und das bedeutete 2 Wochen Zwangspause. Also haben wir angefangen, die Welle zu demontieren. Zuerst haben wir versucht, die Kupplung abzubekommen. Das hat dann auch nur bis zur Hälfte geklappt. Die Wellendichtung davor mit 2 Schrauben war überhaupt kein Problem. Dann haben wir die Sache von außen probiert, den Propeller abzubekommen. Die erste Schraube war kein Problem. Die 3 außenrum auch nicht. Versucht, den Propeller direkt auseinanderzunehmen.
Das hat auch nicht ganz auf Anhieb geklappt, aber irgendwann ist er auseinandergefallen. Leider ist das Mittelteil der Welle dann trotzdem nicht abgegangen. Und so musste ich erstmal einen Abzieher bestellen, den ich noch ein bisschen modifiziert habe, um dann das Ende der Welle vom Rest des Propellers zu trennen. Welle komplett auseinandergebaut, inklusive Demontage des Propellers und auch natürlich der Kupplung. Hier müssen dann die organischen Reste entfernt werden. Dafür habe ich das erst mit einem Cuttermesser ein wenig abgekratzt und dann mit einem 800er Schleifpapier die Welle wieder schön sauber gemacht. Ja, zum Motor gehört natürlich auch ein bisschen Elektrik. Hier ist das Schaltpanel des Yanmar Motors. Ist übrigens ein 3GM30F. Das Schaltpanel ist kaputt, dieses Plastik ist zerbrochen, das kann man nicht mehr wirklich befestigen und sieht auch sehr bescheiden aus. Neues kostet übrigens 600 Euro. Das habe ich mir da mal gespart. Ich habe übrigens alle Teile getestet und um zu gucken, ob sie noch funktionieren. Das Einzige, was wirklich defekt war, ist der Schalter, der zwei On-Stellungen hat. Einmal für Licht und einmal On-Maschine. Keine Ahnung, müssen wir noch rauskriegen. Der muss auf jeden Fall ersetzt werden. Jo, hier das kaputte Teil. Was machen wir? Neu konstruieren. Natürlich kann man sowas super in 3D drucken. Leider ist mein Druckbett nicht so groß, sondern nur 25 x 25. In der Höhe, glaube ich, ein bisschen mehr, 27 oder so. Ist aber irrelevant. Also 25 x 25 ist die größte Fläche, die der Drucker drucken kann. Und deswegen müssen wir die Schalter bzw. die Anzeigen ein bisschen anders anordnen. Und ja, machen wir einfach mal. Das Material übrigens, aus dem ich dieses Teil drucken, ist ASA. Das hat auch ein, zwei Prototypen gedauert, ehe das Teil dann so war, wie ich es wirklich haben wollte. Ja, wie gesagt, der Schalter in der Mitte war kaputt. Habe ich einen neuen bestellt. Kostet keine 4 Euro so ein Ding. Und 1:1 die Kabel umgelötet. So, hier ein Testaufbau in meinem vorletzten Prototypen. Das Teil wird natürlich noch etwas geschliffen und lackiert, so dass es auch ansehnlich aussieht.
VS, die letzten Sekunden dieses Videos gehören Ihnen. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich hier mit meinem Boot auf Ihrem Grund und Boden stehen darf und das völlig kostenlos. Sie sind somit hiermit mein Hauptsponsor. Vielen Dank.